Wärme kann sehr wohltuend sein. Ein Körnerkissen gegen Bauchweh oder Infrarotbestrahlung gegen das Ziehen im Nacken. Oder schön gewärmt mit einer Wärmflasche abends einschlafen. Also, wo ist das Problem? Wärme, die wir noch als angenehm oder gerade an der Grenze des Unangenehmen empfinden, leider auch Veränderungen an der Haut hervorrufen können. Es ist keine Verbrennung im eigentlichen Sinne, da würden wir ja sofort reagieren, weil wir Schmerzen bekommen. Das nehmen wir nicht wahr. Das heißt, eine Temperatur zwischen 43 und 47 Grad von einer Wärmflasche, Heizdecke, Heizkissen kann eine Veränderung der Haut hervorrufen. Mediziner nennen dieses Phänomen der Hautveränderung Erythema ab igne, übersetzt Röte durch Feuer. Bekannt ist diese rotbräunliche Verfärbung der Haut auch als Hitzemelanose oder getoastete Haut, auf Englisch Toasted Skin Syndrome. Diese Hautveränderung durch intensive Wärme ist allerdings nicht erst ein Phänomen des Homeoffice oder der gestiegenen Heizkosten. Bei Berufen, die üblicherweise mit Feuer zu tun haben oder Hitze, das sind Bäcker, das sind Köche, das sind Glasbläser, in den Dampflokomotivzeiten die Heizer, da traten diese Hautveränderungen auch regelmäßig auf. In seiner Praxis sieht er vor allem in den Wintermonaten bei seinen Patienten das Toasted Skin Syndrome. Es ist ein Zufallsbefund, den ich zum Beispiel entdecke, wenn man die Wärmflasche im Lendenwirbelbereich, weil man Rücken hatte, benutzt hat. Frieder Schwarzinger, Facharzt für Dermatologie in Kassel, erklärt, dass sich dieses Phänomen ausschließlich durch die optische Veränderung der Haut feststellen lässt. Doch bislang gibt es nur wenige Studien dazu. Fachleute gehen davon aus, dass die intensive Wärme Schäden in den Blutgefäßen verursacht. Durch die Hitze erweitern sie sich zunächst, danach rötet sich die Haut. Das netzförmige Muster, was wir sehen, ist eigentlich das Durchblutungsmuster der Haut. So wird die Haut durch Blutgefäße versorgt und die werden quasi ein wenig aufgekocht, etwas getoastet. Es ist wirklich Eisenpigment, was da liegen bleibt. Und deswegen ist es auch nicht abbaubar. Auslösen kann eine Hitzemelanose grundsätzlich jegliche Art von tiefer und lang anhaltender Wärme. Auch Laptops oder Mobiltelefone sind eine Gefahrenquelle, wenn sie sich nah am Körper befinden. Stellt man die Wärmezufuhr zeitnah ein, verschwindet das Muster wieder. Macht man es aber chronisch oder immer wieder, dann bleibt das auch das Leben lang bestehen. Immerhin, die Verfärbungen sind nicht schmerzhaft, können aber Beschwerden hervorrufen. Leichtes Brennen, manchmal vielleicht ein bisschen Juckreiz. Aber eigentlich gibt es keine Symptome. Wenn man jetzt am Wochenende festgestellt hat, oh, das ist jetzt passiert, eine leichte Rückfettung mit einer Körperlotion löst auch dann den Juckreiz, weil die Haut zusätzlich noch ein bisschen ausgetrocknet sein kann. Und die Blutgefäße ziehen sich wieder zusammen. Kommt es jedoch häufiger dazu, dann wird die Hautveränderung chronisch. Welche Rolle die genetische Veranlagung spielt, ist noch nicht erforscht. Deshalb sollten Menschen, die sehr häufig mit Wärmflasche einschlafen oder häufig ein Wärmepflaster benutzen, ihre Haut regelmäßig kontrollieren und auf die richtige Anwendung achten. Die Wärmflasche sollte eingewickelt sein oder in einem Bezug sein. Sie sollte nicht als gummiertes Material auf die Haut, weil die Wärmeübertragung noch stärker ist. Alle anderen Wärmequellen, auch Heizdecken, sollten vielleicht noch mal zusätzlich abgedeckt werden. Der Abstand bringt wieder ein wenig mehr Wärmeschutz. Das kann helfen. Nach wie vielen Stunden intensiver Wärme eine Verfärbung entsteht, ist individuell verschieden. So verlockend es sein mag, sich mit Heizdecke aufs Sofa oder mit Wärmflasche ins Bett zu kuscheln, die Dosis macht das Gift. Also lieber nicht jeden Abend.